Schaut mal hier, wie man es hier, wenn man es drückt, so rauskommt. Ich muss sagen, das haut mich weg. Das ist schon mal Daumen hoch, würde ich sagen. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und ihr seht's, wir sind mitten in der Kölner Innenstadt. Es ist laut, es ist wild, aber wir sind aus einem bestimmten Grund hier, beziehungsweise aus zwei, denn wir feiern zwei große Neueröffnungen heute. Zum einen Napulis, neapolitanische Pizza, Grand Opening und hier gibt es auch quasi heute Pizza zum halben Preis, deswegen ist es davor auch viel zu voll, um da jetzt direkt hinzugehen. Aber die neapolitanische Pizza gefalten ist ja ein Trend, der aktuell in Deutschland sowieso anhält. Wir haben es ja schon mehrmals getestet hier. Die Pizza Frita, das heißt, das Ganze wird noch frittiert. Das ist das, was noch relativ neu ist, ich noch nie gesehen habe, noch nie gegessen habe. Und das schauen wir uns heute an. Und gleich geht es sogar zu einer Neueröffnung, die nicht ganz neu ist, aber ein weiterer Laden. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns, bevor wir uns hier umgerampelt werden und vor allem, weil ich auch Hunger habe, an, was Napulis heute als erste Station zu bieten hat. So Leute, ihr habt ja jetzt gerade so ein bisschen die Vorbereitung gesehen und wie voll es ist. Ne? Es ist so voll, ihr seht es im Hintergrund. Wir mussten uns, ich sag mal, jetzt so ein bisschen abseits hinstellen, nicht ganz weit weg, damit es nicht zu kalt wird. Aber Wahnsinn, Grand Opening. Ne? Also ich habe gehört, jetzt die ersten 2,5 Stunden, wo es auf hatte, schon 250 Pizzen weg. Und vor allem die Pizza Frita soll auch gut ankommen. Wird heute etwas weniger gemacht, weil die ein bisschen aufwendiger ist. Allein das Frittieren dauert 10 Minuten. Wir haben jetzt die sogenannte Portafoglia, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube schon, so sieht sie aus. Also diese schöne gefaltete Pizza, wie es qualmt, ne? Als Margarita kann man sich natürlich auch als Tono-Variante, aber was wird gesagt, klassisch Margarita, so soll es sein, mit Fior di Latte, das ist der Mozzarella, Tomatensoße, bisschen Basilikum oben drüber, that's enough. Sie sieht geil aus, sie fühlt sich so heiß an, muss ich sagen, und auch schon mega weich, das ist ja genau das, was ich bei der Napolitaner Pizza so liebe. Oh, ist die heiß, ne? Schaut mal hier, wie schön der Käse da rauskommt und alles, ne? Rein da. Oh, Halleluja, es ist genauso geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Ohne Witz, ne? Also, es ist so, diese gefaltete Pizza, ich liebe sie einfach mittlerweile, ne? Weil ihr seht, dadurch, meiner Meinung nach, ist es so, wer es vom Döner kennt, dass sich unten alles absetzt. Das heißt, man hat am Anfang, wo man sowieso ein bisschen mehr Hunger hat, richtig schön den Teig, auch napolitanisch, richtig schön weich. Und unten hat man diese richtig geile Creme, ne? Wie gesagt, die Füllung, die sich so ein bisschen unten absetzt. Und sie schmeckt dementsprechend natürlich auch richtig schön cremig. Also ich muss sagen, ich habe mich einfach in diese napolitanischen Pizzen verliebt. Ne? Schaut mal hier, oh, wie man es hier, wenn man es drückt, so rauskommt. I love it. Also, die kann auf jeden Fall schon was, die Portafoglia. Die würde ich empfehlen. Direkt in der Einkaufsstraße mittendrin in Köln. Eine Ghost Kitchen, das muss man natürlich sagen. Ne? Also jetzt nichts, wo man sich schon hinsetzen kann, aber auf die Hand genau dafür perfekt. Also hier werde ich definitiv schon mal wiederkommen. Aber jetzt habe ich noch nie gegessen. Soll in Neapel quasi der Klassiker sein. Und ich sag mal, die jetzt gerade uns ein bisschen auf fertig gemacht hat, gesagt, Kindheitserinnerung pur. Die Pizza Frita, das Ganze frittiert. Auch hier bekommt man das Ganze schön mit. Und dann holen wir die Pizza Frita mal raus. So sieht es aus. Ne? 10 Minuten wird das Ganze frittiert. Es wird klassisch wie die ganz normale Pizza gemacht, nur dass hier halt nicht dann, ich sag mal, in den Steinofen kommt, ne, wie man es so kennt, sondern wirklich in die Fritteuse und der Teig dann frittiert wird. Ne. Auch hier fühlt es sich natürlich mega weich an, weil es der gleiche Teig ist. Und auch hier beißen wir zusammen das erste Mal rein. Ich habe es, wie gesagt, das erste Mal sogar in die Pizza Frita insgesamt. Also das Erste, was mir halt sofort auffällt, ne, ist natürlich, ich sag mal, dass durch das Frittierte es natürlich so ein bisschen fettiger ist. Ne? Das merkt man sofort im Mund. Und was ich jetzt so habe, ne, weil da ist zum Beispiel jetzt noch Ricotta mit dabei, was dazu kommt, ne, neben dem Fior di Latte, Mozzarella und der Tomatensoße halt, dass ich jetzt erstmal nur vorne, ich sag mal, den Teig hatte. Ich will aber mit euch jetzt mal schön, da wo es so ein bisschen, oh, da ist es ein bisschen aufgegangen, seht ihr hier, ne? Da sieht man so schön, wie das Ganze drin, der Ricotta und alles rauskommt. Und ich würde sagen, ohne dass ich das Papier mitnehme, nehmen wir uns davon nämlich mal was. Also ich muss sagen, schmeckt definitiv anders. Ist mal eine ganz andere Variante, habe ich in der Art und Weise die Pizza noch nie gegessen. Schaut mal hier, ne? Auch hier kommt es natürlich richtig schön raus, dadurch, dass es gefalten ist. Also meiner Meinung nach schmeckt es wirklich gut, mal ganz anders. Ich sag mal so, wer sowieso gerne dieses Frittierte steht, ne? Ich merke es so an den Fingern, dieser kleine Film, für den ist das, glaube ich, mal eine richtige Variante. Habe ich in der Art und Weise, ich sag mal jetzt hier in Deutschland so noch groß gar nicht gesehen. Schmeckt mir persönlich gut. Ich glaube trotzdem, dass ich sag mal, weiterhin der neapolitanische Pizza-Fan
bleibe, ist für mich mittlerweile meine Lieblingspizza geworden, genau wie die jetzt auch gefalten. Aber ich glaube eher auch in der nicht frittierten Variante. Aber meiner Meinung nach sollte man das definitiv mal probieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen sogar noch mal einen Moment geiler schmeckt. Ich würde sagen, wir snacken noch das eine oder andere und dann packen wir schon zusammen. Am Ende gibt es natürlich noch ein kleines Feedback, aber wir wollen die nächste Neueröffnung natürlich nicht verpassen und da geht's in 3, 2, 1 hin. Station Nummer 2 und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen lauter, ein bisschen wilder und glaube ich nochmal was ganz anderes. Atterwich, habe ich euch ja schon mal bereits erzählt, hat schon mehrere Läden, zuletzt eine riesen Neueröffnung in meiner Heimatstadt in Düsseldorf gehabt und wir waren sogar, wenn ihr euch erinnern könnt, den Kanal schon länger verfolgt, im Rahmen unserer Burger Tasting Challenge, wo wir 26 Burger und mehr in einer Woche getestet haben in Köln, Düsseldorf und der Umgebung. Atterwich war mit dabei, damals waren wir noch in Köln bei einem anderen Standort und heute haben wir also die Neueröffnung von dem nächsten Laden Atterwich und ich muss euch ehrlich sagen, also marketingmäßig ist es schon wirklich Endlevel, ne? Das ist schon geil, also so viele Influencer wie jetzt auch hier sind, haben jetzt quasi 2 Stunden Zeit, ich sag mal, das Ganze vorzustellen, ne? Dementsprechend auch, ich sag mal, zu promoten und danach gibt es noch von, ich sag mal, 17 bis Open End noch für alle anderen auch noch Burger kostenlos, günstiger und was weiß ich. Also, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, denn ich war gerade schon drin, es sieht mega cool aus, es ist laut, ich zeige euch jetzt mal so die Einblicke, die man vielleicht, ich sag mal, auch so als Foodfluencer sonst nur bekommt, wie so ein Grand Opening aussieht und natürlich was aber trotzdem gleich das Wichtigste ist, schmeckt das Ganze auch. Viel Spaß mit der Neueröffnung jetzt von Atterwich. If you wanna ride. Das ist so Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, wir haben Platz genommen und wenn es jetzt mal was lauter ist, dann sorry dafür. Aber hier ist einfach so eine Riesenfeier. Wir sind sogar extra, weil ich sag mal, hier gibt es 2 Etagen und in der obersten Etage ist jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich finde es immer komisch, das zu sagen, aber das Influencer-Treffen so ungefähr. Ne? Also ich sag mal, für die Leute, die jetzt hier geladen sind, im Vorhinein schon, da ist aber alles voll und ich wollte, ich sag mal, ein bisschen Ruhe wenigstens haben und in Ruhe das Ganze testen zu können, denn so ehrlich will ich es auch machen. Aber ihr habt ja gerade schon die ersten Einblicke gesehen und ich kann wirklich sagen, ist schon top. Ne? Also man spricht, man quatscht, es ist wirklich so, ja, eine richtig geile Party, aber nichtsdestotrotz kommt es natürlich jetzt hier vor allem auf den Geschmack an, trotz dem Ganzen drumherum. Ich finde schon, war schon cool. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, schon viel angucken, aber bevor das Ganze jetzt zu kalt wird, denn wir haben ja 3 geile Sachen, glaube ich, testen wir das Ganze jetzt. Ich habe mir jetzt sicherheitshalber mal die Standardkarte, die findet ihr auch hier, wenn ihr hinkommt, sicherheitshalber mal zur Hand genommen, denn wir haben 3 verschiedene Burger und 3 verschiedene Beilagen und das Ganze gibt es immer als Menü. Also man kann sich das quasi aussuchen. Klar, ich sag mal so, die Mushroom Pommes oder auch die Beef Pommes, die wir jetzt hier haben, die kosten natürlich etwas mehr. Ne? Also die kosten schon 11,50 € im Verhältnis zu den, ich sag mal, Süßkartoffelpommes, wie wir sie hier haben, für 4,90 €. Aber nichtsdestotrotz gibt es das Ganze, wie jetzt auch hier mit den Mushroom Pommes. Dann haben wir hier zuallererst den sogenannten Barbecue Bacon Smash Burger, Doubled Rindfleisch Patties, amerikanische Cheddar Käse, Bacon und die sogenannte Atterwich Signature Soße, hat ja mittlerweile jeder. Und dazu halt die Gewürzgurken hier mit den Süßkartoffelpommes. Dann den sogenannten Hot Boy Smash Burger. Der ist sozusagen dann mit Double Rindfleisch Patties, eine Cheddar Käse, Jalapenos, die sehe ich dort auch schon, Spicy Soße und Gewürzgurken. Und dann kommen wir zu, ich sag mal, mein Favorite wahrscheinlich jetzt schon. Und das ist der sogenannte Monster Smashed Burger. Triple Rindfleisch. Dann haben wir amerikanische Cheddar Käse, Bacon, Atterwich Signature Soße, Spezialsoße und gegrillte Zwiebeln. Ah, der sieht schon monströs aus. Ne? 3 Patties. Man kann sich natürlich auch mal so wahlweise ein paar dazulegen. Aber jetzt hauen wir rein. Ich würde sagen, zuallererst probieren wir mal die Beilagen. Süßkartoffelpommes. Oh, gut. Wirklich gut. Die schmecken geil. Die sind geil. Die sind schön kross, ne? Und ich sag mal so, das mag ich bei Süßkartoffelpommes auch, wenn die noch mal so ein bisschen dunkler sind. Ne? Das sind die auf jeden Fall. Mir fehlt ein bisschen Salz daran, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich sag mal so an sich schmecken die wirklich gut. Ich liebe einfach mittlerweile Beilagen Süßkartoffelpommes. Ne? Brauchen wir nicht überreden. Dann würde ich sagen, gehen wir auch an unserem ersten Burger. Und das ist der Barbecue. Ne? Ihr seht auch hier schön diese Barbecue-Soße mit dabei. Ne?
Ich muss sagen, was ja gewöhnungsbedürftig ist, ne, ist ja, dass das Brot so ein bisschen dunkler ist, wie wir es sonst von den Smashburgern kennen. Aber es fühlt sich trotzdem weich an. Ne? Oh, jetzt wird der ja richtig aufgedreht. Rein da. Also ich muss sagen, ne, obwohl das Brot dunkler aussieht, es ist wirklich weich. Es kommt nicht an Martinsbuns ran, muss ich tatsächlich sagen, so von der Weichigkeit her. Weichigkeit sagt man das, ich glaube schon. Aber trotzdem ist es gut. Ne? Was ich jetzt hier krass finde, das habe ich so noch gar nicht gesehen, ist halt dieser krasse Bacon-Geschmack mit Barbecue. Ne? Muss man mögen natürlich als Smashburger, finde ich aber wahlweise mal was anderes, kann auf jeden Fall was. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und das sind hier die Beef Pommes. Ne? Da ist einfach, ich sag mal so, noch ein Rindfleisch-Patty mit oben drüber und ja, eine Soße. Ich würde tatsächlich sagen, dass eine Käsesoße ist, da können wir uns jetzt wirklich mal Besteck nehmen. Ihr seht hier, ne? Richtig, richtig schön, ich sag mal so ein Beef mit oben drüber, ne? Und dann die Soße, Pommes dazu ganz normal. Boah, es ist wirklich, oh, da unten ist sogar noch Käse drin, sehe ich. Kein Scheiß, Leute, ne? Das schmeckt unnormal geil. Also das schmeckt richtig gut. Die Soße ist gut. Das Fleisch, ich meine, ich bin einfach Fleischliebhaber, schmeckt für mich halt auch gut dazu. Und dann das Käse dazu und die Pommes, ne? Also ich muss sagen, das haut mich weg. Das ist schon mal Daumen hoch, würde ich sagen. Dazu würde ich sagen, packen wir uns jetzt mal den Hotboy dazu, ne? Den wir jetzt hier als Menü zusammengeholt haben. Rein da. Wir nehmen erstmal das Stäbchen da raus und dann gehen wir mal in unseren schönen Hotboy rein. Also beim Hotboy ist es tatsächlich so, Jalapenos oben drüber und ich muss sagen, es schmeckt schon fast, ich sag mal, wie so eine Art Salsa-Soße, ne? Weil ich sag mal, mit diesem roten Klecks oben drüber, also es ist schon, also von der Schärfenote her, muss ich ehrlich sagen, geht es definitiv viel, viel schärfer, aber wer so einen leichten, ich sag mal, so ein Brennen auf der Zunge oder so ein bisschen Geschmack da drauf haben will, also diese Schärfe, von der Schärfe halt, ne? Für den ist das auf jeden Fall der, wer aber Barbecue von der rauchigen Note mag, war bisher so der Barbecue. Aber zum einen kommen wir noch und das ist hier unser Big, der ja passend zu unseren Namen kommt, unser Tower mit den 3 Stück. Und auch hier würde ich sagen, packen wir uns erstmal die Mushroom Pommes. Ich denke, dass es tatsächlich ähnlich einfach wie gerade ist, ne? Nur dass wir jetzt hier anstatt das Patty halt mit Mushroom haben. Auch da gehen wir rein. Probieren das Ganze. Also hier ist tatsächlich genauso, ne? Es ist das gleiche Konzept wie jetzt, ich sag mal, wir jetzt hier mit dem Beef Pommes hatten. Das Einzige, was ich sagen muss, mir schmecken, ich sag mal wirklich, das Beef jetzt in Kombination mit dem Käse, durch diese Käsesoße mit den Pommes, besser als die Mushroom Pommes. Für mich persönlich. Wer vielleicht Mushroom steht, für den könnte das was sein. Ich sag euch ehrlich, das mit dem Beef habe ich so noch nicht gegessen, war für mich Endlevel. Und ich hoffe, Endlevel wird auch unser dicker Brummer jetzt hier sein. Schaut mal hier. Triple Rindfleisch oben drüber. Also, ich meine, viele von unserem Hauptkanal mit den Challenge-Videos schreiben sie oftmals, ne? Das Ding, das kann auf jeden Fall am nächsten Morgen für einen ordentlich was auf der Toilette sorgen. Aber es soll natürlich dazu vorher schmecken. Das machen wir jetzt mal. Gehen wir das Triple-Ding rein. Boah, es saftet unnormal krass, ne? Mal so, wer sich auch einschmieren will, für den ist das auch was, denn hier ist auf jeden Fall richtig, richtig fett mit Käse drüber. Also für mich wäre das mein Favorite, unabhängig von den 3 Stücken Fleisch, sage ich mal. Aber auch mit dem Käse. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, ohne Bacon nehmen, weil ich nie so der Bacon-Fan bei diesen Burgern bin. Aber dieses Monster-Ding ist für mich mein Favorite. Und dazu die Beef Pommes. Also, mein Favorite, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt gleich noch ordentlich was genehmigen. Räumen wir mal ein bisschen Licht-Equipment ab, weil die anderen wollen auch ein bisschen mehr Platz haben. Und dann kommen wir gleich noch zum kleinen Abschlussfeedback. Ach Leute, was ein geiler Tag. Ich habe mich jetzt mal ein paar Meter abseits gestellt, denn ihr seht, die legen richtig auf. Ne? Also da ist jetzt gerade so eine Tanzgruppe, Dance Group, ne? Und macht noch so ein bisschen Show. Ich denke mal, ihr kennt das vielleicht auf Social Media. Wenn nicht, checkt das gerne mal ab. Also die machen schon wirklich richtig, richtig geile Stimmung. Und so ist eine neue Eröffnung natürlich mal doppelt Spaß. Viele geladene Gäste, auch so, die wenig mit, ich sag mal, Food-Influencing zu tun haben, sondern auch so Influencer, ne? Die man so eingeladen hat. Aber ich finde, ganz ehrlich, so, wir sind alle eins so. Ne? Und jetzt gleich kommen auch noch die anderen. Ich würde sagen, aber langsam wird es wieder Zeit, nach einem ordentlichen Tag viel Essen wieder nach Düsseldorf zurückzufahren. Denn die nächste Challenge auf unserem Hauptkanal, den ihr auch gerne hier einmal abchecken könnt, oder natürlich auch das nächste Video auf dem Zweitkanal folgt. Mir hat es mega Spaß gemacht. Kleines Feedback: Napolis, top Neueröffnung. Neapolitanische Pizza, habe ich mich verliebt. Diese frittierte solltet ihr mal probieren, meiner Meinung nach. Ob das jetzt da ist, ist die eine Sache, aber macht es definitiv mal. Hier in Köln wird es angeboten. Liebe Grüße gehen an Napolis raus, fand ich top. Richtig geil, Bombenempfehlung. Atawitsch haben wir ja schon mehrfach getestet. Auch hier die neue
Eröffnung kann definitiv mit den Anlagen mithalten. Mein Favorite Burger habt ihr gesehen, dreifach Rindfleisch, Käse, I love it. Also auch Atterwich finde ich geil. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Neueröffnung. Ich habe gehört, die lässt schon nicht mehr lange auf sich warten. Das ist übrigens Nummer 7 hier, unsere Glückszahl, deswegen waren wir hier, aber bei der nächsten sehen wir uns auch wieder. Checkt, wie gesagt, Napolis hier einmal ab, Atterwich natürlich auch gerne abchecken. Und wenn ihr ein Like, ein Abo hoffentlich da gelassen habt, viel Liebe, auch auf dem Hauptkanal, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier oder auf unserem Hauptkanal wieder. Macht's gut, bis dann, liebe Grüße aus Köln, ciao, ciao.